Ich bin schon ein Stück da. Also ich habe jetzt einfach nicht auf die Uhr geguckt. War gerade irgendwie voll beschäftigt. Im Kopf. Irgendwo gerade ganz woanders. Hi. Sorry, ich hoffe, ihr habt nicht zu lange gewartet. Was haben wir denn alles überhaupt? Ich habe ganz viel gehört, wie ich gerade in Genshin reingegangen bin. So plopp, 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 plopp. Aufploppend. Ich würde sagen, wir machen jetzt erst einmal, ja. Alter, die Dailies sind aber heute mal ganz nah beieinander. Schon wieder die hier. Die eine hier da, die haben wir gefühlt die ganze Zeit. Wir machen erstmal schnell die Dailies. Machen wir erstmal das. Wie üblich. Erstmal das, dann haben wir es hinter uns. Vernichte die Monster. Palat! Palatschinken, ich rette dich! Kennt das jemand? Palatschinken? Palatschinken, ich komm! Ich rette dich! Ja toll, die habe ich erstmal so weit weggepustet, dass Eule nicht mehr rankam. Hi, hab dich gerettet. Alles gut. Bitte. Krieg ich Palat schenken? Da heißt doch Palat. Mann, oh. Das Palat schenken mag ich. Fress ich den ganzen Tag. Könnte ich ganz viel essen. Ganz viel. Für jemand, der es nicht kennt, das ist so ein, ja, ich würde mal sagen, ein dünner Pfannkuchen. So, wirklich ein dünner Pfannkuchen. Würde ich es mal beschreiben. Mit gefüllt, also so aufgerollt halt so ein bisschen. Mit Eis gefüllt, mit Vanilleeis. Also zumindest so wie ich es kenne. Mit Vanilleeis. Schokosirup, süßen Früchten. Schokosirup so ein bisschen drüber halt. Au. Süße Früchte daneben und ganz viel Schlagsahne. Oder wie Stewie sagen würde, Schlagsahne. Hey du. Seitdem ich irgendwie kein Feuer mehr habe oder keine Dauer-ARK, geht das Einfrieren nicht mehr so schön. So mit Schildern, also Gegner hier mit Schildern machen mir dann echt ein bisschen mehr Problemchen. Ja. Ich würde mal sagen, Fotosession ist ja heute noch und alles. Oh, großes Erkunden machen wir heute noch nicht. Das holen wir mal wann anders nach. Würde ich sagen, das große Erkunden. Wir haben ja noch Samstage dafür. Kann mir auch ganz viel streamen. Ich habe heute tatsächlich richtig Bock ein bisschen auf Medieval Dynasty. Da habe ich richtig ein bisschen Bock zu. Und da würde ich dann danach ein bisschen hier machen. Zack. Und dann ja, gucken wir mal. Wo uns heute ein bisschen der Tag hin verschlägt. Natürlich, es ist wieder unter der Woche, so lange machen wir nicht. Aber ein bisschen können wir schon. Also mehr wie am Dienstag. Eigentlich wollte ich ja gestern auch noch streamen. Eigentlich Löwenzahn. Ja, okay, dann geht's. Ich zwinge nicht hier zu sein. So. Eigentlich wollte ich ja gestern noch einen Stream, weil wir am Dienstag wirklich nur ein Stündchen gemacht haben. Aber ich bin am Dienstagabend wirklich... Lass es 8:30 gewesen sein, bin ich ins Bett. Wirklich, ich habe mich ins Bett gelegt und habe einfach geschlafen. Einfach wirklich gepennt. Und habe mal gedacht so, okay. Du bist kaputt. Warum kannst du nicht pennen? Auf der einen Seite bin ich momentan übelst müde. Wirklich, ich habe heute auch schon wieder ein Nickerchen gemacht. Eigentlich wollte ich so ein halbes Stündchen mit mir hinlegen. Ist jetzt 1,5 Stunden draus geworden. So ein kleines Nickerchen habe ich heute gemacht. Habe aber nicht geschlafen, sondern nur so halt ein bisschen gedöst, weißt du?
Und naja, dann war ich so ein bisschen... Ich weiß nicht, wie soll ich sagen, so momentan einfach... Boah, Heißt, ist es die komische Frühjahrsmüdigkeit, von der jeder redet? Habe ich doch sonst eigentlich nur im Winter, dass ich müde bin. Aber auf jeden Fall, ich bin irgendwie dauerhaft müde aktuell und möchte die ganze Zeit schlafen. Kann aber nicht schlafen. Also wirklich, ich kann nicht schlafen. Ich lieg dann im Bett, drehe mich nicht mal von links nach rechts oder sowas. Ich lieg einfach im Bett und wie so ein Sack Kartoffeln, den du da hingelegt hast. Und dann, so richtig, weiß ich nicht. Nicht schön. Und apropos müde reden, ja. Da. Der müsste auch tot sein. Ja, wir könnten eine Erzrunde machen, eigentlich auch. Könnten wir auch mal machen, aber die wollte ich eigentlich immer so samstags machen, aber letzten Samstag haben wir die jetzt auch nicht gemacht, weil wir die Welt erkundet haben. Wollen wir die heute mal ein bisschen nachholen? Ein bisschen die Erzrunde, oder? Das Böse breitet sich aus. Das Böse. Oh nein, das Böse. Es ist tot, das Böse. So, dann gehen wir mal dahin. Mal schauen, wie lang es jetzt dauern wird, um überhaupt irgendwann mal so ein bisschen was zu erreichen. An nächstes Level, weil es hat lang gedauert. Ich bin ja doch einer, der immer noch viel, auch wenn es in Genshin dann meistens nichts gibt, gerade zum Gucken, immer noch sehr viel reingeht, denke ich. So. Schauen wir mal. Shongun. Inazuma. Kuju Sarah. Und Ember. Einfach, die ist da auf Urlaub. Die soll ein bisschen rumgucken. Die ist auf Urlaub dort. Was haben wir hier stehen? Einmal die zwei. Wir müssen mal gucken. Fern haben wir noch ein paar. Die könnten wir die Woche auf jeden Fall fertig bekommen. Ja, das restliche Zeug hier ist ja schon. Die Frage ist aber, was machen wir für Fähren? Mhm. 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 Fettliche Eleganz. Legendenauftrag? Legendenauftrag? Wieso Legendenauftrag? Ich weiß aber, was wir machen. Mit unserem Harz. Wir haben da jemanden, den wir verkloppen müssen. Dann machen wir erstmal das einmal. Dass das Harz so ein bisschen verbraucht ist. Weil da muss ja jemand noch Richtung 90 rauf. Da muss ja noch jemand Richtung 90 spazieren. Mhm. Also würde ich den jetzt erst einmal verkloppen. Der respawnt ja eh. Der braucht ja eh erstmal eine Woche, bis er respawnt. Also verkloppen wir erstmal den. Wir haben einen Legendenauftrag. Wie lang läuft der? 17 Tage. In der Summe steht gerade ein großes, goldreiches Idori-Fest. Oh, da freue ich mich drauf. War das das Fest, was da die im Stream gezeigt haben? Oh, bitte. Bitte, bitte, bitte. Da mache ich noch die Fotos, weil dann, die müssten wir fertig kriegen eigentlich, oder? Jo. Und die Fotos sind ja schnell gemacht. Dann machen wir die Bilder als erstes. Nachdem wir ihn einmal verprügelt haben, dann verprügeln wir ihn noch einmal. Und dann könnte es reichen für Janfi. Wenn wir Pech haben, müssen wir ihn dreimal verprügeln. Wenn wir Glück haben, nur zweimal noch. Wir stürmen mit Raiden rein. Hui. Hallo, kleiner Drache. There is no
escape. Stand clear. Animal hypostasis and you freeze to the core. Torn to oblivion. Shudder. Animal test 6308. Crush. Enhanced animal module 75. That's not right. Während Euler gleich, während die gute Sache Rose gleich mal stirbt. Ich lasse mal kurz einen Tick abwarten, danke. Illusion shattered. Vengeance will be mine. Shine down. Rest and rebound. More speed. So, ne, jetzt hau mich doch nicht immer so rum, mein Freund. Und es nervt frei. Inazuma shines eternal. So, zack. Haben wir den? Ah, okay. Dann sind wir schon bei 3 Mal angekommen. Ich halte mal kurz alle so ein bisschen voll. Bup. 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 Wunderbar. Bilder. Ich freue mich auf das Fest. Ich freue mich. Foto. Lass uns erstmal das zu Ende machen. Ein Foto hier direkt im neuen Gebiet. Nice. Also wirklich nice. Da drüben auch. Hi, Bild aufnehmen. Auslösen einer Geofähigkeit. Truppe. Einer Geofähigkeit. There's still a long road ahead. To dust! Zählt die? Hat gut ausgeschaut. Du bist direkt mal gespeichert. So, next. Also Fotos finde ich aber auch schön. Gab es das schon mal? Also ich habe es bis jetzt eigentlich noch nicht mitgekriegt, dass es das schon mal gab. Also bestimmt gab es das schon mal. Die Events, muss man ja ehrlich sagen, wiederholen sich ja alle. In Genshin. Vielleicht war das noch vor meiner Zeit. Ich habe ja auch mal eine Zeit lang noch nicht gespielt. Habe auch mal eine Zeit lang noch nicht gespielt. Aber sobald haben wir ein Jahr eigentlich voll, denke ich. Das allererste Event, an dem ich mit teilgenommen habe, war das mit Klee, das Sommerfest. Das Sommer-Event. Das war das allererste, wo ich mitgespielt hatte. Daher... Kannst du sagen, ein Dreivierteljahr spiele ich Genshin jetzt. Würde ich mal sagen. Ach, da oben. So. Ausführen Standardangriffen oder heftigen Schlägen. Okay, einmal müssen wir natürlich warten, aber ich würde gerne meine Saccharose wieder mitnehmen. Ja, die mag ich wegen mehr als wie den Reisenden. I 19 bis 17 Uhr. Ich habe eine Nachricht. Ah, dass es hier bald enden wird. Naja, wir machen es ja eh gerade fertig. Ach so, Uhr. 19 bis 24 Uhr. Zack, das haben wir mal schnell. Bam. Nice. So, eins brauchen wir noch, ein Bildchen. Das wird auch in. Ich hätte gedacht, die sind alle 4 in Inazuma. Jugonberg. Ach, der ist da drüben. Oh, da. Das letzte Mal, wo wir da waren.
Das war ja story-relevant mit, also Legenden-Story. Mit Yoimiya. Das war auch schön. Mit dem Feuerwerk und alles. Das war auch sehr schön. Ich würde so gern die Legendenaufträge auch ohne Belohnung nochmal spielen, weil manche davon waren echt sehr schön. Mark 2, absorption test, animal test 6308. Muss man halt wirklich sagen. Beg for mercy. Manche waren davon einfach mega. Zum Beispiel, der Legendenauftrag, der mir sehr gefallen hat. Yoimiya. Noel. Okay, das kann man ja sogar nochmal durchspielen. Nee. Mona war schön. Zum Beispiel. Xiao war auch ganz cool. Der Auftrag. Shudder. Na, guck mal, das ist jetzt sogar relativ lang. Bam. Was haben wir noch gehabt? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Jean war ein cooler Legendenauftrag. War auch ein schöner Legendenauftrag. So, Legende des Kasten. Lass uns mal angucken. Legende des Kasten. Wahre Begebenheit des Lila Gartens. Aufträge einsehen. Das wird der hier dann sein, oder? Ja, genau. Festliche Eleganz. Lass mich mal weiter gucken. Also, ups, da wollte ich jetzt nicht hin. Ich habe den jetzt wegen dem Ausrufezeichen hin, aber hey. Bam, 13. It's all just for show. Just Angeboten ein Ding, ein Geschenk. Okay. Schlendergang. Okay. Was ist der Sondergast? Du! und dann kann ich Ihnen eine Einladung schicken. Schließe das Gedicht zum Thema Abschied ab. Erreiche eine Partiebewertung von 1500 in mehrfacher Prüfung. Glänzender Auftritt. Siege im Duell den stärksten Kämpfer mit der Stufe wahre Schwerter oder höher. Schließe das vierte Blumenrätsel ab. Ah, okay. Okay, Aktionsdetails. smile and not. Ah. Ich kann mal schon denken, könnte das sein, dass es wie in Leo war, nur anders? All of the rules. Ich habe den Verdacht, dass es wie in Leo, nur anders. Vom Fest her. Eine Sache will ich noch gucken. Wenn es in 17 Tagen vorbei ist, ist da vielleicht schon alles freigeschaltet? Ne, hier. In 1 Tag verfügbar, in 3 Tagen, in 5 Tagen. Okay. Ein paar Sachen können wir machen. Okay, cool. Ich gehe aber erstmal hin. Catherine, meine Gute. Wie geht's dir? Catherine, we heard that you have a new commission for us. That's correct. There's a requester who has submitted a designated commission for the two of you. A designated commission? Sounds like it must be pretty important. What kind of task is it exactly? There's no need to worry. This commission is not dangerous by any means. Perhaps you have heard that Inazuma will soon be holding a major festival, the magnificent Irodori Festival. Yay! A festival! Was guckt der so Come to think of it, grimmig? we Den haven't verprügeln wir attended gleich. a festival in Inazuma for a while. The Yashiro Commission and Lady Yae are responsible for all the festival preparations. The one who has requested your help is none other than Lady Yae herself. Miko also. You know Miko. She always has some unusual ideas in her head. You can bet a festival planned by her is gonna be one to remember. We'd better go to Grand Narukami Shrine and see what she needs us to do. Kriegen wir hin? Lady Yae is currently at Yae Publishing House in Hanamizaka, so there is no need to go all the way to the shrine. In fact, she has instructed me to have you directly meet with her there. Oh, well that's convenient enough. Let's go then. Dann gehen wir halt dahin. Die mysteriösen Geschichten von Suiku, dem Trunkenbold. So.
More speed. Zack. Warte, wir haben doch auch Ja Miko, oder? Haben wir Ja Miko nicht auch gezogen? Jo, wir haben Miko auch. Hier ist sie. Die gute haben wir auch. Aratani and Kuroda, how are things coming along? All the books and commission prints for Yai Publishing House were bound and sent out yesterday afternoon, Lady Yai. Very good. And Murata? We have already received word from Apekusu and Sailing Breeze that the materials are all in place for Shogun Almighty reborn as Raiden with unlimited power and Pretty Please Kitsune Guji. Well done. And what about you, Onodera? Oh, der guckt schon. Ahem. Onodera? Yes, Lady I. Everything is ready for the new issue release party. You are the one who organized the plans for this release party. In other words, you are the team's fearless leader now. So please, show some confidence. Besides, there's no need to be nervous. This project is destined for success. I feel quite optimistic about it. I shall specially grant you leave for the next couple of days, Onodera. Please take the opportunity to have a good rest. After all, you will be very busy on the day of the release party. Yes, Lady I. Thank you very much. All right then, is everyone clear about their assignments? Good. We're running out of time, so let's get moving. Chop chop! Hab ich sie aber dann direkt so. Hello, Oh. little ones. I take it you have received my commission, Nein, mit Zufall. Organizer, you are! It's nearly time for the festival and you're still over here ramping things up for your light novel business! Shouldn't you be getting back to the Grand Narukami Shrine? You weren't thinking of dumping all the festival preparations on us, were you? If so, then you can forget it! Paimon won't accept such a commission! Genau. My, such harsh words. It hurts to hear that kind of talk from you two. But as you can clearly see, I'm here working like a dog for the festival. Yet you say I'm not doing my job. Let me ask you, little ones. Whoever said that the festival must involve the Grand Narukami Shrine? Huh? But isn't that a given? This is Inazuma after all. Yes, that is true. But now that the Sokoku decree has been lifted, Inazuma is no longer the same nation that once resisted change tooth and nail. Therefore, rather than sticking to the same old traditional festival, the Yashiro Commission and I have decided to shake things up a little. This time, we'll be holding an international cultural festival, distinctly Inazuman, but with a unique twist. Wir brauchen ein größeres Boot. Wir holen sie alle mit. Jean, Klee, vor allem Klee muss auf Yoimiya. Nee, internationale Veranstaltung? Ember, Fischl. Start by telling you the origins of the Iridori Noel. Festival. Euler. Legend has it that there were 5 poets in ancient Inazuma who were supremely gifted in singing and writing poetry. They are known as the 5 Kasen. Every year, one of the 5 would present a collection of the group's poems to the shogun for review, which would then spark culture discussions regarding those works. Thanks to them, Inazuma's culture blossomed and gained great influence at that time. As time passed, people began creating various tales based on the 5 Kasen. The Iridori Festival was also developed as a result to show appreciation for their works, which so greatly enriched our lives. Sounds like a festival that's really rooted in culture. Indeed. To describe it in the words of the ancients, it'd be refined elegance. Unfortunately, with the flow of time, people have gradually forgotten about the 5 Kasen and the festival. Which is precisely why I've decided to revive the Iridori Festival by holding a cultural convention featuring light novels.
Was ist mit der ganzen Zeug über wahre Eleganz, was du da geredet Please hast? stop looking at me with those baffled expressions. In ancient times, poetry was all the rage, but nowadays the entertainment format of choice is light novels. The important thing is not the format, but the creative work itself. It is impossible to come up with anything fresh if you're stuck using some rigid format of the past. Speaking of which, don't you think that the concept of focusing on the now perfectly suits the current Inazuma? And besides, it's a great opportunity to reintroduce Inazuma to all Teyvat through light novels. As they say, it's two birds with one stone. Völliger Humbug. Whoa, that was close. Paimon was nearly carried away by Miko's persuasive tongue. Come on, Miko. You can't fool us. We know you by now. This is all definitely stemming from your own personal interest. I can't deny that my hobbies had no part to play in this. However, regardless of whether it's light novels or a festival, catching people's attention with a fresh concept is the essence here. Well, what do you say? Aren't you two even a little curious about what interesting things you might see at the festival? Maybe a little. Paimon hat noch Hunger. Oh, all right. Paimon's super curious now. Come, let's pay a visit to the venue in Rito together. I promise that it will give you a whole new perspective on the festival. There we'll meet a special someone who will tell you more about your tasks. Paimon hat nur Hunger. Ja. So. Nach Rito. Ich könnte ja eigentlich nur mal ganz kurz die Echse verprügeln gehen. Warte mal, wenn wir nicht gleich in... Genau, wir landen nicht in einem Ding. Wir gehen mal kurz... Die sollte wieder da sein. Die machen wir so nebenbei, weil die hat ja immer so ein bisschen Cooldown, bis sie wieder da ist. Deswegen machen wir die einfach so ein bisschen nebenbei draufhauen. So bam, bam, puff, puff, peng, puff, pau. Okay? Ist ja noch zweimal. Dann wäre Janfee so weit, um aufsteigen zu können. In das... Nö, wäre nicht, weil wir sind blank. Wir haben keinen Morra. Wir haben 300.000. Wobei, 300.000 könnte reichen. Aber hey, wir gucken mal, wir haben ein bisschen Gebetsstuff. Junjin, hi. Hey, wie geht's? Hey. Lang nicht gesehen, ha? Was geht? Hallo? Die Dame, die ich halt überhaupt null mag. Es gibt wenig Charaktere, die ich nicht leiden kann. Thoma. Also nicht leiden kann, sondern wo ich mal denke, irgendwie sind die überflüssig. Für die Story und alles mega cool, aber zum Spielen weiß ich nicht. Thoma mag ich nicht zum Spielen. Hab eine Maus probiert, fand nicht so cool. Wir ziehen die trotzdem aber hoch, gell? Dürft ihr nicht vergessen, ich ziehe alle hoch. Also ich versuche es alle hochzuziehen. Das könnte ein bisschen dauern, bis wir alle hochziehen, aber ich gebe mein Bestes. Animal test 6308. Absorption. Shine down. Animal hypostasis. Now you shall perish. Eigentlich auf die 1 gedrückt, aber hey, geht auch. Dann hauen wir halt erstmal damit drauf. Flood of frost. Beg for mercy. Ich hab irgendwie gar nicht mitgekriegt, dass das Schwert runtergefallen ist. More speed. Crush. Animal test 63 of absorption test. Enhanced animal. A brash maneuver. Yeah. Hallo. Yeah. Beg for mercy. Allow me. Shine down. Shudder. Ich hätte gern ihre Q noch voll und auf Raiden wechseln und Schwert ziehen. Beg for mercy. Vengeance will be mine. Torn to oblivion. Danke, geht doch. Ja. Mal kurz wieder alle ein bisschen voll heilen.
Stopp. Oh, Eule ist sogar voll. Zack. So, 3 Jahre. Ja gut, die hätten wir vorhin gebraucht, weil es wird nicht reichen, oder? Janfee. Yep. Nee, 4? Wir brauchen nur 4 Jahre? Hab ich gestern gesagt, wir müssen sie mit dem Pech um 2 Mal machen? Oh, also wenn wir Pech... Ja, jetzt müssen wir sie ja trotzdem noch 2 Mal machen. Oh, nö. Ja gut, es reicht genau, das Harz von heute reicht. Ganz genau. Um die zu machen. Genau das Harz von heute reicht. Okay. Ja dann. During the Iridori Festival, the area around the Outlander Affairs Agency will become the main exhibition space for light novels. Once things are in full swing, not only will there be lots of official and fan-created work on display, there will also be exclusive giveaways, prizes, and new release parties. This small plaza in front of the International Trade Association will be called the 5 Kassen Plaza during the festival, and nearby shops will be selling special light novel merchandise. You certainly won't want to miss out. Wow. How should Paimon put this? It's definitely not your typical festival, but it sure looks like it'll be quite the party. Ach mal so, ich habe was vergessen zu posten, nämlich. Miko, what are these blank boards in the center of the plaza? Sag bitte nicht, dass wir da eine Geschichte einzeichnen müssen. Ja? Ja? Lady I did mention that there would be some reliable helpers coming to assist with the festivities. It appears she meant you two. At last we meet again, Traveler and Paimon. Tell me, how are you faring recently? Oh, Ganz gut. Hayato! Wow, so even a busy guy like yourself is here to attend the Iridori Festival. Preparing festivals falls under the Yashiro Commission's scope of responsibilities. Seeing as Lady Yae has poured her heart and soul into the preparations, I'm obliged to be equally dedicated. Come now, Ayato. We're not strangers here. There's no need to sound so formal. We were just about to discuss the boards over here. They're related to our little helper's tasks, so I'll let you give them a detailed rundown. Certainly. I assume you two already know that the Iridori Festival originated from the 5 Kassen. These 5 boards are here for painting their portraits. This Iridori Festival is not only the first major festival to be held in Inazuma since the lifting of the Sakoku Decree, it is also an event deeply rooted in culture and the arts. Therefore, the Yashiro Commission has personally invited several cultural celebrities from other nations. For example, the artist we have invited to paint these portraits hails from the distant land of Mondstadt. The Yashiro Commission will arrange accommodations and food in Inazuma for each of the distinguished guests. However, we fear that staying in a foreign land may feel a little uncomfortable. Ich weiß wer. Which is precisely why it would be ideal to have someone familiar with both Inazuma and other nations of Teyvat to serve as a guide for our guests. I Verstanden. knew you would catch on. It is our hope that you would be able to guide the guests from the harbor to their residence at the International Trade Association, while providing any necessary assistance along the way. This arrival schedule includes the details of the ships on which the guests will be arriving. All you simply have to do is go to the docks at the indicated times. 8 Uhr. 10 Uhr, 9 Uhr. 10 Uhr. Okay. It's settled then. My, look at the time. I have to meet with my editors, so I must be going now. Wenn du ihr gerade ins Gesicht schaust, denkst du, ich so, als ob sie keine Nase hat. Editors will be staying near the Outlander Affairs Agency. If you Bei ihm run siehst du into so ein any bisschen. problems, you may find them there. This festival requires the full cooperation of the Tri-Commission. Kriegen wir There are hin. still many minor details which require my attention, so I must excuse myself for now. Kriegen wir hin. Ayato. Sorry, dass ich geklickt habe. All the details we need about the ships are on the timetable that Ayato gave us. Let's take a closer look and be sure to pick up the passengers according to... Morgens 6 bis 8 Uhr, also ich mach mal 6 Uhr. Brrrr. Ha, 6 Uhr 1. Bam. Wir sind pünktlich. Ich freue mich, ich freue mich. Unser erster Gast kommt.
the arrival schedule, there will be a ship arriving from Mondstadt today. The artist for the 5 Kassen portraits should be on board. The boat should be arriving soon, so let's head down to the docks. Ich bin doch schon unterwegs, Paimon. Oh Gott. Da ist auf einmal ein Boot gespawnt, ich hab's gesehen. Hello, you must be here to take part in the Iridori Festival. We're the festival guides, and we'll show you around. Yes, that's right. We are bards from Mondstadt. Word has it that Inazuma has Wo habt ihr undergone many Venti? changes of late. We hope to find fresh inspiration here. Wo habt ihr Venti gelassen? Was machst du da, Paimon? These guests are all bards, aren't they? Well, where's Tondef Bard then? Huh. Strange. He's pretty famous in Mondstadt. Do you think he didn't receive an invitation? Ich glaube nicht, dass er kommen würde, auch wenn er eingeladen wurde. Why's that? Die Identität von Venti ist immerhin... Oh, Paimon sees what you're getting at. Even though Venti no longer rules over Mondstadt, he's still an Archon. Mhm. If he came rushing to Inazuma at the first mention of a festival, not only would it seem a little childish, it would also sort of be shameless of him too. Mr. Honorary Knight, Paimon! Klee! It's cool! Ich liebe die Kleine. Also invited to the Iridori Festival? Nein. No, Albedo's the one who received the Albedo! Klee. invitation. But because everyone in the Knights of Favonius has been really busy these days, Albedo arranged for someone here to issue me a dependent pass. Oh. Greetings, Traveler and Paimon. After hearing that Inazuma was making preparations for the Irodori Festival, I predicted that I might run into you here. I knew it! Albedo's the one they've invited to paint the 5 Kassen! It seems that you already know why I'm here. Just so you're aware, I'll be using my pen name in Inazuma, Calx. Oh, by the way, do you know where the International Trade Association is? I'll be meeting with the editorial director of the Yai Publishing House there. Ja. Yeah, the International Trade Association is where you'll be staying in Inazuma. We'll be heading there too. Great. Let's get going then. Warum Pseudonym? Nein, Klee! Klee, ich will mit dir reden. Du bist so putzig. Ja, wenn ich jemals eine Tochter habe, ich wünsche mir, die ist wie Klee. Wirft Bomben und ist einfach süß. Also ohne Scheiß. Ich meine das ernst. Wirft Bomben und ist einfach süß. Also die ist wirklich mega putzig. Ihre ganzen Stories habe ich geliebt. More speed. Ich könnte die ganze Zeit knuddeln. Wow, it's so beautiful here! So many things I've never seen before. So unschuldig, so fröhlich, so glücklich. Slow down. So voller Energie. Please be careful not to bump into others. Telling Klee so many stories about Inazuma during the trip was probably not the best idea. As a result, she could hardly sleep all the way here. It appears she's even more excited now that we've arrived. Es ist gut, wenn man viel Energie hat. Strange. It seems that the editorial director, Mr. Hiroyama, isn't here yet. I'm certain he said that he'd be sure to arrive before me. This might be a problem. Was? Well, Mr. Hiroyama was supposed to meet with me and give me some reference materials about the 5 Kassen today. That way, I could better visualize the content for my paintings. Come on, Raiden. You mean you had no idea what you'd be painting before you arrived in Inazuma? I only know of the 5 Kassen by name. Because of the sheer age of the tale, very little has been passed down to this day. So Mr. Hiroyama decided to help me collect some more information. I'm the type of painter who can complete a painting quickly as long as I'm inspired. So I agreed on only receiving the details today. So when do the paintings have to be done by? According to the festival plans, the portraits will be revealed one at a time throughout the various stages of the Irodori Festival. The first one, depicting Suiko,
will need to be done before the festival's official opening ceremony, which is the day after tomorrow. The day after tomorrow? Then you're already running out of time! There's no need to panic. When I was working on light novel illustrations, because the manuscripts are shipped by boat, things were always tight and finished at the last minute. Just last month, to ensure the latest book of A Legend of Sword would be finished for the Irodori Festival, I had to complete the final chapter's illustrations the same day I received the manuscript. I heard that my illustrations were sent to print as soon as they arrived in Inazuma. I still don't know how well they turned out. Paimon isn't sure if she should feel sympathetic for your working conditions or compliment you on your artistic genius. Of course, I would still prefer to receive any possible reference materials in advance, so that I can be better prepared. Miko hatte gesagt. Right! The editors of the Yai Publishing House will all be around the Outlander Affairs Agency these next few days. Who knows? Maybe Mr. Hirayama's over there too. We'll take you over there to see if Wie Klee da hinten gerade voll abgeht. Alright, it's worth a try. Klee, you haven't slept for a while now. Please stay at our residence in the International Trade Association and get some rest. We will be back soon. Okie dokie. Don't worry, Albedo. I'll be on my best behavior. Nah. 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 Na ja. Gleich fliegt der Rito in die Luft. The moment we need to contact Onodera is when he's on special leave. Kuroda and I will go back to Inazuma City for an emergency printing run. The demand for this book is so high, though. Despite everything, we're still lucky that we found out today. If this had happened a few days later, then we'd really be in boiling water. Hey, do you think that suspicious guy they found in the warehouse has anything to do with this? Well, the editorial director is on his way over there to investigate the situation as we speak. Sorry to interrupt, but what's going on here? Oh, hey, Traveler. Don't worry. It's nothing, just an internal issue. That's all. How can I help you? I'm looking for the editorial director, Mr. Hirayama. Does anyone know where he is now? Mr. Hirayama is currently at the warehouse down by the harbor. Oh, hold on a second, Murata. Excuse me, but you must be Calx, the one who was invited to paint the 5 Kasen for the festival? Yes, that's me. My name is Kuroda. You must be inquiring about information regarding the 5 Kasen. I do apologize, but please make yourself comfortable at the International Trade Association, and I will let Mr. Hirayama know to send you the materials right away. Oh, no need. You guys look super busy, so we can go find him ourselves. About that. Excuse me, but is there something wrong with the latest volume of A Legend of Sword? Huh? How did you know? Since you were all aware that Mr. Hirayama needed to send me some supporting materials, that means the editorial director didn't forget about it. Instead, something urgent must have cropped up. To add to that, despite being aware that I am Calx, you were still unwilling to let me go to Mr. Hirayama directly. After considering these factors, the only reason you would try to stall me is if something happened to A Legend of Sword, which I did the illustrations for. Well, I'm very sorry. The situation is just as you said, Calx. I suppose it doesn't hurt to tell you now. Earlier today, someone spotted a suspicious outlander sneaking around inside the Irodori Festival warehouse down by the docks. So they promptly alerted the Tenryou Commission. The Tenryou Commission was concerned about potential cargo theft, so they contacted everyone who was renting space in the warehouse. It was then that we realized that the latest copies of A Legend of Sword had suddenly gone missing. What? Was? The books are missing? Shh, not so loud. Not only is this book an eagerly anticipated release in the last phase of the Irodori Festival, but the author, Jinyu, will be personally attending the release party as well. Because of the dire situation, Mr. Hirayama immediately hurried to the warehouse to determine whether the theft was related to that suspicious outlander. I see.
and would be a great misfortune if A Legend of Sword would not be released on schedule. And quite a disappointment for Chen Yu as well. If Mr. Hiroyama has gone to the warehouse at the docks, then I'll go down to see if I can be of any help. Wir kommen natürlich auch mit. Of A Legend of Sword is J.U. Sounds familiar. Hey, isn't that Xingqiu's pen name? Oh, do you know him? Ich hatte einige Begegnungen mit ihm. Xingqiu would definitely be upset if he discovers his books are missing. Let's accompany Albedo to the warehouse too. Natürlich. Albedo wundert sich, oder wundert es überhaupt noch irgendeinen Charakter, dass wir nicht überall sind und nicht jeden kennen? Venti! Du bist auch da! Sarah ist egal, die ist sowieso da. Nee. It's you! Why are you here? I'm here on behalf of the Tenryou Commission, of course. Is that surprising? No, Sarah, Paimon wasn't talking about you! So, tone-deaf bard. The suspicious outlander in the warehouse wouldn't happen to be you, would it? Considering the evidence, it appears that the suspicious outlander is indeed me. As I have told you, you are a suspect. Before your allegations of theft and illegal entry as a stowaway are cleared, you are to remain silent. Traveler, Paimon, do you know this self-proclaimed bard from Mondstadt? Man könnte sagen, wir sind miteinander ziemlich vertraut. Listen, Sarah. Knowing him, it's safe to say that he wasn't behind the theft. But what's this about being a stowaway? Although he claims to be a special guest for the Iridori Festival, he's failed to present his invitation letter. Therefore, we can only suspect that he might have entered the country illegally. And just a moment ago, we caught him in a dandelion wine crate near the Sailing Breeze. Können wir Ihnen ein paar Fragen If stellen? it would help shed any light on the situation, then please, be my guest. Oh, Venti! You didn't really come here illegally, did you? Ouch, your words wound me. We've been apart for so long, and the moment we meet again, all I'm greeted with is grilling questions and suspicious glares. You arrived in Inazuma via similar means, or so I heard. You of all people should be more understanding, don't you think? Similar means? Jetzt. Wir konnten nicht anders. I merely jest. Fear not, for the person who sent me the invitation is none other than Kamisato Ayato of Yashiro Commission. It's unlikely that someone acquainted with the likes of him would ever be here illegally, right? But why weren't you on the same ship as the other bards? Well, once I received the invitation letter, I couldn't help but want to come to Inazuma a little early. It was then that I happened upon a cargo ship bound for Inazuma transporting dandelion wine. So, naturally, I decided to set sail with them. Once aboard, I found the captain to be a kindred spirit, and I was treated to an abundance of fine liquor along the way. I must have fallen asleep in the cargo crate while carefully comparing the tastes of dandelion wine and Inazuman Venti. sake. And when I woke up, I found myself in this warehouse with a Tenryou Commission general glaring at me from atop the grate. Coming from Venti, this story is quite believable. But Excuse me, I'm the owner of the stolen goods from the IA publishing house, and there are some questions I would like to ask you. Based on what you just said, it seems you've been in the warehouse for some time now. If that's the case, did you happen to hear anything unusual? Actually, I did hear some faint footsteps around me a couple of times, but I didn't consider the sound anything out of the ordinary. But if you clearly heard something, why didn't you feel it was unusual? Oh, I seem to understand now. Huh? What did you notice, Albedo? When it comes to burglars, they are generally associated with prying or rummaging through things. What Venti means is that he did not hear anything unusual like that. As for the sound of footsteps, because this is a warehouse where many goods are coming in and out each day, it is quite normal for people to be walking around. I see. But if that's the case, then we're back to square one regarding the stolen books. No, not quite.
From the facts that have been presented to us, we can draw at least 3 conclusions now. First, whoever took the novels is not a spur-of-the-moment burglar. They had their sights on the books from the very beginning. Second, the culprit was very familiar with the warehouse, and might even have a key. And third... Es ist mehr als eine Person. One person couldn't possibly transport so many heavy books in such a short window of time. It must have been a team effort. Während draußen bei mir die Welt untergeht. Saying that Venti clearly does not match up with our culprits. Yes, I agree with your reasoning. Mr. Hirayama, the Tenryo Commission will continue by investigating the warehouse staff. If you come across any further clues, please notify us immediately. Yes, understood. I'll leave. I suppose I'm free as a bird then. Not so fast. Even though we've cleared the theft allegations, we still haven't ascertained whether your arrival in Inazuma was legal or not. Aw, 'tis a shame. I thought surely after my honest account you might let me off the hook. Sarah's quite the meticulous one. So, where's your invitation letter, Venti? Yes, the invitation letter. I'm truly sorry. I can't seem to remember where I may have put it. How could you lose something so important? Don't be mistaken. I was well aware of how important it was. But I didn't bring any luggage with me, and the letter was too big to fit in my pocket. So I kept it in my hand the whole trip. Strange. Though I had a little too much to drink, I know that I kept it in a secure place. I even recall being most pleased at coming up with a good idea at the time. If you were holding the invitation in your hand the whole time, then why did you put it down? Well, to properly compare the taste of Mondstadt wine and Inazuman sake, I had to hold a glass in each hand. I couldn't both hold the invitation and a glass at the same time. But surely I wouldn't put it in just any random place. It could easily be misplaced. In which case, I believe there's only one place it could be. Have you figured it out, Traveler? You're way ahead of Paimon. Do you two already know where the invitation letter is? Yep. In der Mütze. Ah, yes! I remember now. I knew you'd help me find it. This is indeed an invitation letter issued by the Yashiro Commission. Now that we've confirmed this guest's identity, I have no further questions. However, starting tonight, I would advise you to stay at the International Trade Association. Now, if you'll excuse me, I'll be Draußen leaving. geht ja gerade die Welt ab. Also mein Fenster ist zu und schon relativ dicht und mein Rollo wackelt trotzdem. Mr. Hirayama about Albedo's reference materials. Mr. Hirayama, I'm Calx. We had originally arranged to meet today. Und ich habe also das Headset dämpft die... Alter! Hört ihr das? Dämpft die Umgebungsgeräusche. Also ich höre oft meine Klingel nicht. Auch vor allem, wenn dann irgendwas noch gemacht wird, aber irgendwas. Und ich höre es deutlich. Also ich weiß gar nicht, ob ihr das mit hört gerade. Ah, yes, so you are, Count. Die Welt geht unter. I'm very sorry that you've arrived in Endlich! Inazuma only to find such a mess. These are the materials regarding the 5 Kassen. All the information that we could find is compiled here. Warum krieg ich die? Let's see here. Oh Gott, lass mich nicht wieder Paimon maulen. It's just as I had suspected. Monikers such as Suiko and Aoi no Okina aren't the real names of the 5 Kassen. Though there were once many stories regarding each of the 5 Kassen, the validity of their contents can no longer be verified in present times. But, at the very least, we know that most of the stories were written according to a similar style. So there is still something we may glean from this. So, vom Optischen finde ich Albedo immer den coolsten. Is the info useful for your paintings, Albedo? To some extent, yes. However, I must admit that it is still lacking and fails to fulfill the most crucial element. Inspiration. I am sorry that this information is not as exhaustive as you had hoped. However, it is not possible to gather anything more at the moment.
Though Lady Ai did say that there are many variations of the story about the 5 Kasen, and everyone has a different story in their heart. So all you need to do is follow through with what's in your own heart, and create something that you yourself find interesting. That does sound like something Miko would say. Thank you, Mr. Hiroyama. No need to worry. I'll find inspiration for the portraits. Great. I'll leave it to you then, Calx. Oh, and there's one more thing I need to ask of everyone. Yeah. Tomorrow morning, Mr. Genyu, the author of A Legend of Sword, will be arriving in Inazuma by boat. If you see him, please do not mention the stolen novels for the time being. Na Whether doch, the kriegen wir stolen hin. books are eventually recovered or not, the Ai Publishing House will do its best to ensure that the novel's release is a success. Verstanden. You have my gratitude. I'll be going then. Kriegen wir hin. Well, seems there's nothing more we can do here. Venti? Let's go. Dich. Huh? Betty? What are you doing over there? You don't want us to leave you behind, do you? Traveler, Albedo, would you mind coming over here for a moment? There's something peculiar that I think you should see. Also ich sehe nur ein Venti. Ein Ventilator. What is it, Venti? A piece of paper? Indeed. When I awakened to find myself in the warehouse this morning, I discovered this paper in the cargo crate where I was sleeping. I didn't think much of it then. I thought it was merely a scrap piece of paper that had fallen into the cargo. After a quick glance, I stuffed it into a place nearby. But on second thought, I think it's worth having you take a look at what's written on it. Ist weit weg von der westlichen Gemeinschaft. Let me see. Suiko chapter. Wait a minute. Isn't Suiko the name of one of the 5 Kasen? The story told in this poem roughly boils down to Suiko getting tipsy and letting some poems that were meant for the shogun get stolen. Ah, this story sounds familiar to my ear. Where have I heard it? Seriously? It's literally the same story you just experienced yesterday. Hey, Mates. Oh, indeed it is. Erscheint es was mit dem Diebstahl der Bücher zu tun. Na Yes, du? I concur. The person who left this paper could quite possibly be the criminal, or even a witness to the theft. But why leave the paper here in such a fashion? Jo. And if the one who left it here was a witness, why didn't they attempt to stop the burglary? All right, let's not get ahead of ourselves. Meeting together in Inazuma like this is a most rare occasion. Since we've been busy from the start of the day, let us find an inn with good drink to keep our thirst at bay. Hey! You just sobered up and you're already thinking about more drinks? And let's not forget that Albedo still has a portrait to complete. We don't have time to be slacking off. No, it's fine. Let's all go for a drink together. It'll be my treat. Wait a minute. What about your portrait? As I mentioned before, I'm the kind of artist who can work quickly once I'm inspired. And now, it seems I've found my source of inspiration. If I use a model as reference for the piece, we must pay him back with the appropriate recompense. In that case, we'll need to order more dishes. Ach, Venti, Venti, Venti. One year, the poet Suiko made his way to Tenshukaku and presented the Kasen's work for the shogun's perusal. But a page from the works of Aoi no Okina had been torn out, and Suiko was questioned regarding the matter. Suiko pleaded guilty. He admitted to drinking at the tavern the night before, and vaguely recalled a mysterious figure approaching while he was intoxicated. Wow, you really came through, Albedo. You were able to complete the first portrait before the opening ceremony. Yes, it really is a sight to behold. Not only does it harken to the traditional style of Inazuma, but it also makes use of modern aesthetics. My figure is particularly striking. Even though I'm sound asleep in the portrait, I still appear as glorious as always. Ach, Venti. Hey, don't get too full of yourself, tone-deaf bard.
You were just a model. The person in the artwork isn't actually you. Well, Albedo, who will be your next portrait? The next one will be Aoi no Okina of the 5 Kasen. Albedo, might I suggest waiting a little before starting on the next one? Who knows? You might soon discover another story. Another story? I believe he's referring to the possibility of finding another paper with tales of the 5 Kasen. According to the reference materials I was given, we've only found the first of a total of 4 chapters. Do you think the mysterious person who left the first paper will strike again? Ja, Miko? It certainly is a possibility. Also, there are some points regarding the stories of the 5 Kasen that have left me rather curious. For example, the reference materials make mention of 5 legendary figures, yet all the popular stories only consist of 4 parts. It appears that throughout all the stories, there is never a chapter dedicated to Kuronushi. Yes, I'm also curious about these stories myself. But who knows? They may merely be akin to the old saying in Mondstadt. Seeds of stories brought by the wind and cultivated by time. So for now, we need but just wait patiently. Wenn nur irgendeiner mal, Story wäre auch cool, wenn sie rausfinden, dass Wendet der Archon wäre. Zum Auftrag? Ach, guck mal. Da gibt es sogar einen Auftrag jetzt dazu, oder wie? Lass mich mal gucken. Legende der Kasten. Das haben wir jetzt abgeschlossen. Das gibt's ja erst morgen. Und das ist das, was wir jetzt hier Auftrag annehmen. Guck mal. Hier, da ist jetzt ein Weltenauftrag. Und hier ist der andere Auftrag. Okay. Okay, wir sind jetzt aus in den Albedo-Auftrag gegangen. What a coincidence. I was wondering where I might be able to find you, and here you are. Habt ihr mich vermisst? Yes, indeed. I believe Klee has missed you tremendously. Ja! Alright, as much as I'd like to sit and chat with you, this time I'm here mainly for Klee. Before bringing Klee here, I told her many stories about Inazuma. It got her very excited to experience the local culture here. Wir müssen Klee mir vorstellen. I've got other things to do in Inazuma this time, besides painting the portraits of the 5 Kasen. Over the next couple of days, I won't have the time to show her around. Inazuma is not like Mondstadt. I can't just let Klee wander off by herself when I'm busy with other things. So I had to have her stay at the International Trade Association while I finish my work. She hasn't complained, but I can tell she's not enjoying being stuck there on her own. Fortunately, I now have you and Paimon. So, Alter! Yay! Mr. Honorary Knight's here! What you Geh talking weiter! about, Mr. Honorary Knight? Alter! Are we gonna go play? Das hört ja gar nicht mehr auf. Klee, willst du draußen spielen? Yeah! But Albedo is really busy. I can't go too far away or he'll be worried about me. Oh. You're such a thoughtful kid. Nicht so wie Paimon. Paimon's very thoughtful, thank you very much. Paimon always thinks of you whenever she's eating a delicious slime. Anyway, it is pretty cruel not to let Klee go out when she was so excited to Alter! Was geht da draußen vor sich? allow the almighty traveler and dependable Paimon to bring Klee on a tour of Inazuma. Wir wollen dir interessante Leute zeigen. do you want to go play with Mr. Honorary Knight? Yay, you bet I do. As you know, Alter, was ist da he is our los? Spark Knight. Also hier ist das Rollo unten. Ich sehe nicht raus. Ich habe so ein komplett dunkles Rollo. Deswegen sehe ich es nicht. Ich höre es nur. Try to keep her out of trouble. For instance, if a mountain in Inazuma was to lose one of its peaks, or if there were an explosion somewhere in the city, Klee could very well get in trouble. Wir stellen ihr mir vor. Kein Problem, das sind Explosionen normal. Alter, ich schaue jetzt mal raus. Was ist da los?
Ja, draußen ist Weltuntergang, Kühe fliegen durch die Luft, Helikopter stürzen ab. Ganz normal halt. I promise I'll bring you back an awesome souvenir, Mr. Albedo. Great. I look forward to it. Aber draußen geht es gerade voll ab, aber übel. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Cool things to do in Inazuma. Spazieren mit Klee, natürlich spaziere ich mit Klee. Klee? Klee? Cuisine? Klee? Ich will, dass Klee und Yoimiya aufeinandertreffen. Die eine macht Bum-Bum und die andere macht Bum-Bum in der Luft. You know, food and drink. Hyman just said we could take you to a local restaurant. A restaurant? Yay! Snack time! Got it! Alright, snack time it is! Let's go! Wow, something smells so good! I think it's coming from the steaming thingy! Ach, Klee. Mr. Honorary Knight, look at this noodly soup. It's so pretty. There's so many nice things inside. It's not noodly soup. It's tonkotsu ramen, actually. Oh, so, what are those yellow and red thingies on that plate? You're kidding, right? Those are tri-flavored skewers. And what about this little yellow cake? That's an egg roll. They're amazing. Have you really not tried one before? Wow, tonkotsu ramen, tri-flavored skewers, and egg rolls. They all sound delicious. They sure are. Guess you're not from around here if you haven't tried any of these before. Let me buy you an egg roll with my allowance so you can get a taste of our Inazuman food. Really? But Master Jean said I shouldn't go taking other people's things. Also, that's your allowance, right? Taking another kid's allowance just seems kind of wrong. Ich kann das Klee zu essen machen. I remember you. You're Yoimiya's friend. How come you know how to make egg rolls? Weil ich kochen kann. Egg rolls are a piece of cake for this guy. Why don't you make some for Klee and Iwao? Ich mach dir eine. Really? Wow, Paimon is so touched. You're learning. All right, we'll be waiting on those egg rolls. Really? Oh Gott, wir machen Egg Rolls. Eierrollen hier, keine Ahnung, komm, zubereiten, automatisch zubereiten, komm. Oh, 9 Stück. Von einer wird doch keiner satt. Ich habe 18. Reicht es euch? Mr. Honorary Knight, what do egg rolls taste like? Ja, so? Nee, ich habe keine 18. Ich hatte 11. Nee, keine Ahnung. 8 hatte ich? Ja, ich. Wow, you really can cook them. You're awesome, mister. It's sweet. So yummy. Mhm. Yep, yep. It's delicious. Traveler, you are the best. Paimon. These egg rolls are pretty good, but I still think Yoimiya's are better. Who is Yoimiya? She makes egg rolls too? Sie ist die Inhaberin des Feuerwerksladen. Yoimiya can do anything. She tells stories, keeps goldfish, makes fireworks, and gives us candy too. Yoimiya's pretty much the best and most awesome person ever. For me, the best, most awesome person in the world is my mom. And Klee knows loads of other great people too, like Mr. Albedo, Mr. Honorary Knight, Master Jean, Kaya. Surely she's not going to name everyone she knows. Kann passieren. Oh, well, I don't know any of those people. But anyways, I still want to introduce you to Yoimiya. If you want, I'll take you to find her. Die zwei werden Freunde. Das weiß ich jetzt schon. Festivals, Yoimiya's so busy that you can never find her. But this festival's different. She has free time, so she can play with us. She seems like she hasn't been in a great mood recently, but maybe seeing you will cheer her up.
Okay, let's go play with you and Mia. Klee, nur für dich. Nur für dich. Die hat bestimmt ihre Cue gerade ready. Klee, pass auf. Klee? Scheiße, ich habe Klee verloren. Nur für dich, Klee. Joi, Mia. Guck mal. Bam. Also Klee und Yoimiya, die verstehen sich auf jeden Fall. Da ist Yoimiya, ich sehe sie schon von Weitem. Yoimiya, don't be sad. Oh, Yoimiya ist traurig. I know. Let me tell you something that'll cheer you up. Yesterday, I won 3 beetle fights in a row against that guy with the horns on his head. Wow, Matsuzaka. Nice work. It's not easy to beat Ito. Don't worry, Yoimiya. Maybe you can't light fireworks during the Iridori Festival, but there are still lots of other fun things to do. I know. Thanks, you guys. It's just that fireworks are banned in the city for a few days. I'm not that upset, really. Yoimiya, it's me! I want to introduce you to a new friend, an Outlander girl. I just met her. Wait, what's your name again? Klee. My name is Klee. Nice to meet you, Klee. I'm Yoimiya, and I run Naganahara Fireworks. Hello. I love the cute outfit, with the hat and the cool little symbols. So unique. And your backpack, wow, it's really well made. That's a 4-leaf clover. Mom and Master Jean said it can bring me good luck. Really? That's awesome! I bet everyone would love one of those. Also, that little fairy on your backpack is super cute, too. That's Dodoko, my best friend. We always go fish blasting together in Starfell Lake. Oh, Dodoko? What an interesting name. I really like it. Yep. My mom says that when a Dodoko is born, it rides the wind and goes off on a big adventure. Ride the wind and go off on a big adventure? Klee, your mom sounds like a very cool person. Yep, my mom is the best and most awesome person ever. And Yoimiya, Iwao was right. You're a really cool person too. Thanks, Klee. I feel like we really get each other. We'll be great friends, I'm sure of it. Ihr mögt beide Bump. It's so heartwarming watching these two chat away. Hey, Klee! Since you like 4-leaf clovers so much, why don't I make a firework with a 4-leaf clover pattern and set it off for you? Yeah! And after the fireworks, we can go fish blasting with Dodoko. Hold on a second. Fish blasting? No way. Albedo was pretty clear about that. Explosionen sind nicht erlaubt. Oops. I get so excited that I completely forgot about that. The folks from the Yashiro Commission specifically warned me that no fireworks are allowed in Inazuma during the Iridori Festival. What? It's not allowed? But... Aww. Okay, then. Hey, come on! You just made a new friend! This is a happy occasion. Why are you suddenly so upset? Sei nicht traurig. Yeah, we still have loads of things we can do. Komm zum Iridori Festival und überzeuge dich selbst. Just like Saika said, there are lots of fun things to do. What do you say, Klee? Sounds like the Iridori Festival could be a real blast. Okay then, let's go! I still think we should change it. This party's a bit boring. Natürlich laufen wir mit Yoimiya rum. Nein, ich will den Teleportationspunkt. Stopp! Nein, wir machen nicht Teleportationspunkt. Wir machen jetzt erstmal da oben den Kollegen.
Guck mal, ich bin so vertieft in die Story gerade. Oh, einfach, ich muss ehrlich sagen, ich habe ja im Livestream von Genshin gesehen, dass die zwei aufeinandertreffen. Und ich habe mich jetzt schon gefreut. Beide mögen Bumm, aber das Bumm ist verboten. Ich habe mich echt gefreut auf Klee. Weil Klee ist einfach putzig. Die ist einfach so süß. Und Yoimiya ist so glücklich, so eine aufgedrehte, dauerhappy Dame. Wo ich mir gedacht habe, komm, die Klee ist auch immer gut drauf und immer glücklich und immer fröhlich. Und Yoimiya auch. Die zwei, wenn die aufeinander stoßen, beide mögen Explosionen. Das könnte echt eine coole Story werden. Und da habe ich mich echt drauf gefreut auf die beiden. Sonst haben wir halt Yoimiya, dabei ist ja auch egal. Die wird schon ein bisschen was stehen bleiben können. Yoimiya ist ja eh eigentlich einer meiner Mid-Mains. Da passt das schon. Haben halt keine Q-Erfüllerin dabei. Woher haben wir denn auf einmal das Schild? Woher haben wir denn auf einmal das Schild? Da habe ich doch gerade irgendwo ein Schild gesehen. Jetzt geh ich mal wirklich da effektiv dahin und schau, weil da so ein Schild war. Wir haben zwar kein wirklich volles Kreis, aber das ist nicht schlimm. Da. So, dann haben wir noch einmal fertig, nämlich gemacht. Zack. Einmal brauchen wir dann noch. So. Bam. Ich will aber weiter zur Story. Nein. Hier. Bam. Da habe ich wirklich, also. Die zwei. Das ist das perfekte Aufeinandertreffen. Und ich glaube, es gibt kein perfekteres als die zwei. Wenn sie aufeinandertreffen. Ich glaube, da gibt es nichts Besseres. Here we are, the venue of the Iridori Festival. Look at all these stalls. It looks super fun, doesn't it? Outlander Brigade. When the Warum ist es jetzt um wind mich? of death blew towards the blonde samurai. Oh, what a long name. Das denke ich mir bei manchen Animes auch. I've never heard of it. By Kawabunga Iki. Yoimiya, this is a really strange name. Who's this Kawabunga? It's pronounced Kayabuki Ike. That would be me. Outlander Brigade is a new series of mine, and When the Wind of Death Blew Towards the Blonde Samurai is the first volume. Outlander's Brigade? Is it a story about the best of friends? Kaya says that every good story has to have best friends in it. Absolutely not. I would never allow such cliches in one of my novels. This is a book about betrayal, blood, and tears. A long and lonely struggle. A stubborn samurai's path to the truth. This is the kind of story that needs to be told. Oh, is that right? Well, I'm not sure that's a very, suitable story for Klee. We might keep looking around. Hey, miss! Don't go! Are you sure you don't want a copy? I'll give you 40% off. Tschüss! Was ist das da oben? Das hier. Wir laufen Klee mit Klee hinterher, Yoimiya mit Yoimiya hinterher. Flowers for Princess Fischl. Fischl! Look, it's
story. Ich hoffe, die kommt auch. That's right. Flowers for Princess Fischl. Have you read this book before, Klee? Nope, but I know Fischl's story. Fischl always hangs out with Oz. Everyone in the Adventurers Guild knows. It's just like how me and Todoko are always together. I wonder if Todoko is getting bored now. Oh, Klee, I'm afraid it can't be helped. There are a lot of flammable items at the festival, and we have to be careful not to start a fire. Darn. It seems like even the Iridori Festival can't cheer Klee and you and me up. There must be plenty of things you can do with Dodoko besides lighting fireworks and going fish blasting. Yeah, like, Wie zum Beispiel Geschichten schreiben. Wait, so that's what you're suggesting? Zum Geschichten erzählen. Right! The Iridori Festival is a place for putting your work on display. You could show Dodoko's story for everyone here! Genauso wie du gucken, wenn jemand spielen kann. What do you think of that idea, Klee? Mr. Albedo taught me how to paint. I can paint the story of Dodoko's adventure in Inazuma. That's very imaginative. I think it's a great idea. We could even put the finished story on display at the festival. Yay, great! Dodoko will be so happy. Perfect. Okay, so I have some paper, paintbrushes, and paint at the shop. Let's go to the shop and paint your story there. Yay! Let's go, let's go! Warte, die zwei alleine lassen? Schlechte Idee. Nein, gute Idee. Lass Inazuma brennen. Wo müssen wir eigentlich hin? Was war eigentlich das da oben? Wo ist die Treppe? Was ist das hier? Was bist du? Floristin. Hi. Du hast Blumen. Jetzt bin ich neugierig. Okay. Anscheinend keine Blumen. Zum Feuerwerk gehen wir. Machen wir. Oh, ich habe eigentlich gedacht, ich mache heute Medieval Dynasty, aber jetzt machen wir gerade Genshin, Soft und so. Genshin. Ja, Genshin halt. Ich nehme mal Sache-Rose wieder mit. Sache-Rose werden wir auch auf 999 machen. Auf jeden Fall. Kronen werde ich sie nicht. Vielleicht später mal, wenn ich genug habe. Ich wollte eigentlich auf die Treppe, so ganz knapp. Klee and I just had a discussion, and we've decided... We're gonna keep the content of the story a secret from you guys for now. Warum? Obviously, I can't tell you why. Or... you'll see. Don't worry. You can keep exploring the festival while we're busy in the shop. We'll be here when you get back. Come on, Yoimiya, we should get going. Let's go inside and start painting. Ich wusste, die zwei verstehen sich. Klingen gehen in den Laden. Paimon was hoping that we could all paint together. So unfair. Actually, Paimon's got an idea. Come on, let's go around to the windows and take a sneaky peek. Machen wir. So, what does Dodoko do after getting to Inazuma? Dodoko goes to eat tri-flavored skewers, tonkatsu ramen, and egg rolls. Ooh, that sounds great! Is that what you're painting? It looks beautiful! Once you're done painting, let's go get it printed. We'll print a whole bunch of copies and go hand them out at the festival. Although it'll cost a lot more to get it printed. Let me see if I've got enough saved up. It's okay, Yoimiya. I have some Mora. Look! 50 Mora is probably not quite enough. Well, if we don't have enough, we can ask the Traveler for ideas.
Mr. Honorary Knight has helped a lot already. I don't want to trouble him. So, I think I should just go fish blasting to earn some mora. No fish blasting. Paimon and the Traveler said so. Oh, then we've got no choice. We'll have to go see Mr. Albedo. Who's Mr. Albedo? He's my older brother. He's super duper smart. He can do anything. And he knows how to paint, too. He paints Hilly Charles, Kaya, and even Dodoko. That's why he came to Inazuma this time, to do paintings for everyone. Oh, is that right? Then I guess Mr. Albedo must be an artist working with the iPublishing house. An artist? Oh, that means he has 2 jobs. One as an alchemist, teaching Sucrose alchemy, and the other as an artist, doing paintings for people. Yoimiya, let me show you something. Mr. Albedo taught me you can paint Dodoko's color like this. Wow, I can see the resemblance. All right, I'll paint the streets, and Klee, you fill in Dodoko's colors. Hey, you can even write the story over here to explain what's happening in the painting. Okay, let's write this. Oh. Shoot! Paimon didn't hear the last part. Nach einer kurzen Zeit. Dodoko sure had a lot of fun in Inazuma. Those 2 sound like they really did go on an adventure with Dodoko. They couldn't be happier. Now, we have to get Dodoko's story printed. Come on, let's go to the iPublishing house. Ich komme! Oh, wo war das? Das war doch da oben. Hier, da. Nicht, dass ich wieder so weit laufen muss. Ich bin doch lauffaul. In Spielen wie in echt. Here we are. This is the Yai Publishing House. Yai Publishing House. Ooh, it's Auntie Aratani. I know Auntie Aratani. Auntie? Who's that calling me Auntie? Oh, it's the little girl who came with Mr. Calx. How can I help you, little girl? Auntie Aratani, can you help me get Dodoko's story printed so that everybody can see it? Dodoko? Oh, so you've been writing a story, huh? Is Dodoko the main character? Not only that, Dodoko is also real. Look! Huh? I don't quite understand. We'd better explain this to her. Erklärt was im Klasse wir wollen. Oh, I see. Oh, I'd love to help you make this wish come true, but the deadline has passed for accepting printing orders for the Iridori Festival. Auntie, are you saying Dodoko won't be able to meet everyone after all? Oh, I'm sorry, little girl. Das ist putzig. Oh, Glüh. Oh, Klee, don't be upset. You still have me and the Traveler. We'll think of something. Wir werden das uns schon was überlegen. Miss Aratani, is there any way at all we can still get this printed? We can pay extra. And if you're short on staff to help with the printing, I can pitch in. Miss Yoimiya, I understand your sentiment, but I'm afraid it's not as simple as that. We've been printing many people's personal works for this festival, and a lot of the books are already well behind schedule. The printing press is already working overtime to try and catch up. At a time like this, we really can't squeeze any more jobs in. What do we do? Seems like we might have to give up on this idea. Nee. No, I won't let that happen. I remember this one time when I was little. Pop said he'd take me to the festival, but he was so busy with work that he forgot all about it. I waited and waited and kept wondering when Pops was finally gonna take me there. Eventually, people started coming home from the festival. That night, I cried miserably. Oh. To this day, I still remember how sad I felt. I don't want Klee to feel the same way. Oh Gott, ist das putzig.
Then Also, we'll just have to find our own traurig. way. I can paint. Over the next few days, I'll paint as many as I can. Then we'll take those to the festival. My. Yoimiya has quite a determined spirit. I like it very much. It's Miko and Albedo too. We heard everything. Oh, Lady Ai. It's okay, I know. You were just following the rules. Plus, we really are quite behind schedule with the printing. But our mission at Yae Publishing House is to bring dreams and happiness to the masses. It would be a crying shame if we couldn't even help one adorable little girl fulfill her wish. Let me think. Oh, I know. Yoimiya, little girl, you can print your book, but on one condition, okay? Of course, Lady Guji. Just tell us. Whatever this condition is, I am ready to face it. Dear me, it's nothing that horrendous. You make it sound like I'm some sort of wicked witch. Passt doch. All I mean is, if you want to get your work printed now, there is only one way. You have to combine it with another print. However, there is only a small amount of space remaining in the book in question. Your book is too big, so you have to reduce it to about half the size to make it fit. Is this a sacrifice that you're willing to make? Klee, Lady Guji is saying that we can print the book if we shrink it to half the size. Or you... Yup, I am. Thanks, Miss Guji lady. What an adorable little girl. Well, that settles it. Aratani, make sure it gets printed with tonight's batch. Yes, Lady Ai. I'll get right on it. Aber ja, ihre Geschichte war so traurig, aber irgendwie so putzig und so, weißt du? Die war echt... Combining the prints is a plausible solution, but it'll cause a lot of extra work for the printing press. I am terribly sorry about that. No problem. Just think of it as my greeting gift for little Klee. Besides, the Yae Publishing House will need your help with the illustrations again next time, Mr. Calx. You could also consider it as my investment in you. All right, I won't disturb you two any longer. Bye-bye now. Ja, Miko ist schon eigentlich eine gute. Everything worked out perfectly. Now, we just need to wait for an update from the Yae Publishing House. Yoimiya, Traveler. Thank you for keeping Klee so exceptionally well entertained for me. No worries. Albedo, du musst ja auch mehr Zeit... du musst auch mehr Zeit mit Klee verbringen. Yes, you're right. Klee is family, after all. Warte bis zur Fertigstellung des Drucks am nächsten Tag 14 bis 16 Uhr. Sowas hasse ich. Nächsten Tag 14... Ja, komm, wir müssen sogar einen ganzen Tag warten. Ich glaube, das wird heute nichts mehr mit Medieval Dynasty, aber ich finde gerade also... Klee und Yoimiya. Einmal die beste Kombo direkt zum Start. Besser geht's nicht. Besser geht's halt wirklich nicht. Das ist einfach, die zwei, ich habe schon früher mal gesagt, die zwei müssen sich treffen, als Yoimiya frisch war. Die zwei müssen sich irgendwie über den Weg laufen und heute sind sie sich über den Weg gelaufen und das ist einfach, die passen einfach zusammen. Und Klee hätte ich zum Beispiel auch gern. Ich hoffe, da kommt ein Rerun und da werde ich auch ziehen wie ein Irrer drauf. Look, Mr. Honorary Knight. Auntie Aratani brought us Toluco's story. Aua. Now we can finally see what secrets Klee and Yoimiya were keeping from us. Oh, it's really nothing that exciting. It's the story of Toluco and me. And me. And you guys. Hast du nicht mit reingemalt? Oh, das Bild ist putzig. Alter, ist das Bild putzig. Das ist echt schön. Paimon's in the story too! This is Paimon's first time featuring in a printed book! Woohoo! Paimon's gonna be famous! Paimon, du bist schon berühmt für deinen ewigen Magen. This is the story of everyone
big happy adventure with Dodoko. This story is Mia Yoimiya's gift for Mr. Honorary Knight. Lady Yai wanted me to inform you that since this book was printed together with another work, there are many more copies than you may have anticipated. Geht auch weiter danach. We won't charge you a Spyro. printing fee, but Ich hab in nichts zum Trinken da. exchange, the extra copies of your book will be included as a free gift with purchases of the other book. Is that okay with you? Oh, are Gebe you ich dir sure? direkt wieder. I mean, it's fine by us. Und hi. But what does the author of the book think? Actually, the book that yours was printed with is called the Teyvat Travel Guide. Hey, that's Mommy's book! So, Klee's mother is a writer? Huh. Klee's mother, Alice, is a renowned adventurer in Teyvat, and the Inazuma edition of her popular Teyvat Travel Guide series is set to be released imminently. Lady Yai has already decided on how to promote it. A joint endeavor by Teyvat's biggest and best mother-daughter adventure duo. It's sure to be a huge hit. Paimon knew it. Mika would never do anything for free. A typical move by Lady Yai. Aber ist eine gute Idee. Well for everybody, doesn't it? Hey, Meet. Yep, I'm super happy because my book gets to be released together with Mommy's book. It's like me and Mommy going on an adventure together. Oh, I'm so glad I came. The Iridori Festival is the best. Ja, gibt's. Spyro. Das ist für das Event hier. Hier der erste Legendenauftrag hier. Und danach kannst du den machen und das ist die perfekte und passendste Geschichte überhaupt. Ich glaube, es gibt nichts passenderes als Cleo und Yoimiya zusammen in der Story. Es gibt nichts passenderes als die beiden. Und er hat auch echt ein paar traurige Elemente dabei. Da hatte ich mal kurz fast fast ein bisschen Pipi in den Augen. Aber es gibt halt echt nichts Passenderes. Wir haben noch eine Geschichte hier unten gleich. Rika? Stehst du sonst auch immer da? Bist du eine Neko? Jetzt kommen hier auch noch Nekos rein, oder wie? Also wirklich, die Story ist sehr schön. Und Klee ist halt einfach Klee. Klee ist putzig. Klee könnte ich den ganzen Tag knuddeln. Und ich habe es damals gesagt, ich wünschte, ich hätte ein Kind, wenn ich eine Tochter habe, so wie Klee. Aufgedreht und so dauerhappy und dauerglücklich und alles. Und Yoimiya ist ja auch eine die ist ja auch immer aufgedreht und hat auch immer Ding. Nee. Ich bin durch. Du hast gerade das Ende mitgekriegt. Die Story ist durch. Also ich bin durch. Mit der Legendenauftrag, der ist schon seit einer Stunde durch. Seit einer halben Stunde. Und die Story mit Klee und Yoimiya, gut, die ist ja kein Geheimnis. Da bin ich jetzt auch durch. Spoiler auch nicht. Auf jeden Fall, es gibt nichts Passenderes als die zwei. Das ist eine schöne Geschichte. Und die sind beide putzig. Aber wenn ein Klee-Rerun gibt, werde ich sie ziehen. So, wir müssen ihn nochmal umhauen für die gute Janfee, damit wir die auch noch auf 90 hochziehen. Ja, da ist er gegangen. Als ob ich ein Spoiler. Da ist er wieder weg. Was soll denn das? Ich spoiler dich doch nicht. Wir sind ja durch. 6000 Meter ist eigentlich nicht viel. 6 Kilometer. So, wir haben unsere Q-Auffüllerin dabei, aber wir gehen erstmal mit Raiden runter. Weil wir erstmal direkt das Elektro reinballern. Ich schau mal, ob ich morgen streame. Ob ich morgen ein bisschen Zeit habe zum Streamen. Warum nimmt er meine 3 nicht an, oft? Ich habe das Gefühl, wenn ich immer so oft gehe, ja gut, dann klopp ich halt erstmal mit ihr hier ein bisschen drauf. Jetzt hat. Also oft habe ich das Gefühl, als ob der irgendwas, wenn ich was drücke, nicht annehmen will.
Beg for mercy. Hold the line. Animal test 63. There is no escape. Shudder. Now you shall perish. So. Illusion shattered. Komm, einmal Quali. Stand clear. Swirl. Mark 2. Einmal Schmetti. There is vengeance will Will be be mine. mine. Beg for mercy. So. Dann müssten wir rein theoretisch... So, Rose ist full. Damit unser Harz verbraucht haben. Das für heute. Und nicht nur unser Harz haben wir verbraucht, damit sind wir auch auf Stufe 14. Also ehrlich, wenn der Legenden, also ich hoffe mal, dass es 5 Stück müsste ich noch machen, ja, kriegen wir vielleicht hin. Wenn das so aufbaut, hoffe ich wirklich, dass es noch krasser wird, noch mehr. Damit haben wir Janfee Richtung 90 freigeschaltet. I guess I've mastered both the pen and the sword. I've been lucky to have you with me through to the end of my training. Compensation? A 24-hour specialist personal advisor? Sounds good, but no haggling. So, wir ballern da direkt die paar Bücher rein, die wir haben. Da gehen wir auf 82 hoch. Ja, 82, würde ich mal sagen. Ich gucke mal kurz hier oben, weil ich denke, beim Händler könnte was kaufbar sein. Also hier kaufe ich sowieso jetzt erstmal das verwobene Schicksal. Und hier kann man nicht das auch kaufen. Und das auch kaufen. Und jetzt haben wir erstmal wieder ein bisschen was übrig. Deswegen würde ich tatsächlich sagen, ich kaufe hier 30. Es sind noch 70 übrig. Die habe ich die letzten paar Mal auch gekauft. Weil ich da so viel hatte von. Und bis das nächste Mal soweit ist, kannst du nicht auf jeden Fall wieder weiter aufbauen drauf. So, wir haben 5 Gebete. Es gibt eine Dame, die ich die ganze Zeit möchte, von Anfang an. Und die ist in diesem Banner ganz groß drauf. Wir haben Mona und Chichi öfter gezogen. Aber nie unsere Kekwin. Und ich ziehe sie auch nicht. Also wirklich, Mona und Chichi habe ich x-mal gezogen auf dem Banner schon. So, schauen wir mal. Vielleicht haben wir hier ein bisschen Glück und... Ja gut, Eierturm müssen wir nicht zwangsläufig ziehen. Ich glaube, ich habe auch ein ziemlich schlechtes Pity. Weil ich habe erst Kokomi und Raiden gezogen und ziemlich zeitnah sogar. Sage ich ja, unser Pity ist auch nicht das Beste. Gut. Oh yes. I teach you. Ach, Euler. Du bist auch eine gute Seele eigentlich. Du hast einen harten Kern, eine harte Schale, aber einen sehr weichen Kern. So, ach so, ich möchte mal kurz noch ein bisschen Inventar ausleeren gerade. Hier haben wir sau viel und ich weiß momentan nicht, wohin damit. Aber deswegen lassen wir mal die Waffen einfach mal stecken. Weil da sind wir jetzt bei 70. Ich würde sagen, das lassen wir mal so stecken. Aber hier können wir ja die Artefakte verwursteln. Das machen wir auch. Da haben wir auch ein paar bekommen. Schauen wir mal, vielleicht kriegen wir ja noch ein paar fertig. So, bam. Ah, schau mal. 19 die Hälfte, also fast fertig. Ups, ich habe rausgeklickt. Und wir sind schon wieder pleite. 31.000 Mora, das ist nicht viel. Er hat vorhin echt, wo Joimir das so ein bisschen erzählt hat, habe ich echt mal kurz so ein Sekündchen Pipi in die Augen gekriegt. Bitte? Ich habe irgendwie das Gefühl, als ob da gar nicht so viel...
Oh, sorry. Von Inazuma machen. Mhm. Können wir die hier nicht irgendwo sehen? Als ich Abschied lehne, als ich das Strebens mir Freiheit wieder in mir auf, plötzlich wurde mir klar, die bare Brise heim vom Ufer trab. Ja. Bereite 4 Bilder zum Thema regionale Spezialität von immer. Lerne einen Baden aus Lerne der Bade aus Mondstadt, die Hälfte mit Dichter aus Inazuma und Poesie. Knights and aristocrats share the same cultural heritage. Bestreite But the 4. knights had enough sense to do away with all the superfluous detail. Kann ich mit Otomo nicht reden? Oh Gott, ich hätte aufpassen sollen, welche Bilder ich machen soll, hm? Noch nicht. Hast du 4 Fotos an Sonderseiten immer Summe machen musst? Wo sind, ist es egal, welche 4 Fotos, oder muss es wirklich so ein Foto-Ding sein? Also ich habe jetzt zum Beispiel den einen Sakura-Baum da gesehen. Ich guck mal. Dann habe ich mal kurz gesehen, weil ansonsten habe ich es jetzt schon verkackt. Weil ich nicht aufgepasst habe, was der fotografiert haben will. More speed. Ich mache einfach mal Bilder. Reicht das schon? Ich habe jetzt einfach mal irgendwelche Bilder gemacht. Ich habe nirgends so ein Fotoding gesehen. Der regionalen Spezialitäten von Inazuma. Lerne, bereite 4 Bilder zum Thema. Ich hätte 4 Bilder. Aber sind es Spezialitäten? Noch nicht. So 4 Fotos mit den Besonderheiten von Inazuma machen musst. Ja, aber... Das war hier. Heimweh. Wenn ein Reisender die Landschaft eines fernen Landes sieht, kann er nicht anders als sein eigenes Land zu erinnern. Deshalb möchte er einige Elemente in sein Gedicht ausbauen, die diesen fernen Ort symbolisieren. Nimm Bilder der regionalen Besonderheiten von Inazuma auf, damit man Inspiration. Gedicht lesen. Als ich Abschied von der Liebe nahm, lernte ich erneut, die Dinge um mich herum zu lieben. Als ich des Strebens müde wurde, lebte die Freiheit in mir wieder auf. Irgendeine Passage, Gewinn und Verlust. Plötzlich wurde mir klar, dass diese unsichtbare Brise war, die mich von Ufer meiner Heimat trieb. Nachdem du von den Dichtern Lene und Otomo Hinweise zum Thema des heutigen Gedichts erfahren hast, kannst du zu bestimmten Gebieten reisen, um Fotos zu machen. Und Inspirationsmaterial zu sammeln. Je mehr Material du fotografierst, desto wahrscheinlicher ist es, dass den Dichtern und Lernerhilfe mehr Verse ersinnen, ihre Gedichte reibungslos zu vollenden. Aha. Also einmal muss ich die andere Kamera nehmen, so wie es ausschaut. Also wenn ich jetzt die hier nehme.
Also einfach mal so probiert. Und die wollen... Ich gehe nochmal dahin. Anscheinend so Sakura-Blüten. Also ich probiere es mal aus. Also hier ist jetzt so eine Sakura-Blüte. Ah. Nice. 1 von 4. Ah, okay. Also wenn ich jetzt so einen Wolf hier fotografiere, zählt der auch vielleicht? Nee. Seegras? Also ich habe wirklich keine Ahnung. Nee. Ja, aber dann muss ich jetzt hier rumreisen wie so ein Blöder und einfach auf gut Glück hoffen, dass irgendwas davon passt. Also ich würde jetzt mal sagen, dann gehen wir nochmal. Gehen wir mal hier hin und probieren mal eine Sango-Perle. Wo gibt's denn das blaue Gedöns nochmal? Ziemlich viel. Ich glaube auch irgendwo hier oben, gell? Nee. Ich habe keine Ahnung. Ich gehe jetzt einfach mal hier runter und fotografiere mal eine Sango-Perle und schau mal, ob die funktioniert. Ach, guck mal, da drüben ist auch das blaue Zeug. Aber... Ja, Sango-Perle geht. 3 von 4. Ah, das ist ja richtig blöd eigentlich. Weil ich habe das jetzt nur durch den Hinweis hinbekommen. Antworte Lenne. Weil das halt auf den Hinweis drauf war. Aber wo soll ich denn das sonst? Also ich habe keine Ahnung, wie ich drauf gekommen wäre. Von mir aus. Die Besonderheiten, ja. Spezialitäten, das hätte auch was zum Essen sein können. Das hätte der Sakura-Baum sein können. Das hätte alles Mögliche sein können. Da muss ich mehr ein bisschen aufpassen. Zeigen ihre Pracht und verströmen den einzigartigen Duft. Doch dann hielt ich am blauen Schein der Nacht in der Fremde für das Leuchten von Lampenkraut. O Zeit, wandelst alle Klagen in trockene. Nehmen wir das. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall haben 2 gefehlt. Auf jeden Fall haben 2 gefehlt. Hier. Da. Aber gut, das ist egal. Oh, in 9 Tagen. Nee, in 9 Stunden und in einem Tag. Ey, ich habe keine Ahnung. Wirklich. Vor allem für das Gebet hier muss ich ja anscheinend das 4. Blumenrätsel nehmen. Nee, ist was anderes. Egal, keine Ahnung. Auf jeden Fall schönes Gedicht. Ach, schade. Nur irgendwie bin ich kein Dichter. Ich bin ab und zu dicht, aber kein Dichter. Haha, Wortwitz. Wobei, dicht bin ich auch schon. Wann habe ich das letzte Mal wirklich ein bisschen an meinem Alkoholpegel getrunken? Also zu viel für meinen Alkoholpegel. Schon lang her. Wann war denn das? Also so lang her, dass ich mich nicht mal daran erinnern kann. Und es lag jetzt nicht an dem Alkoholpegel. Und es liegt jetzt nicht an dem Alkoholpegel. Oh, ich habe ja davon noch 4. Die hätte ich auch noch verjagen müssen. Oder die muss ich ja auch noch verjagen.
Aber ich werde voraussichtlich morgen streamen. Also wäre es gar nicht so dramatisch, wenn ich die heute nicht verjage. Aber ich wollte was anderes noch machen. Und zwar eigentlich hier in die Kanne der Vergänglichkeit, weil mehr wie 2 Tage, also es passen keine ganzen 3 Tage gefühlt rein. Deswegen muss ich da mal hin. So, mal schauen, was wir in der Kanne der Vergänglichkeit noch kommen. Das machen wir noch zum Abschluss. Morgen werde ich auf jeden Fall, denke ich, schon streamen. Also ich bin mir ziemlich safe, dass ich morgen streamen werde. Aber heute mache ich jetzt auch gleich Schluss. Denn ich muss was aufnehmen noch für morgen, und zwar der Podcast. Amber. Amber ist soweit. Schatzkammer. Aber schon überlegt, ob ich einfach mal irgendwas davon kaufe. Aber aktuell brauche ich es nicht. Müsste ich nicht mit Amber jetzt reden können? Nee. Muss ich nicht. Schade. Okay. So, aber wie gesagt, ich werde mich jetzt halt hier nach Mondstadt erstmal wieder teleportieren. So wie immer. Das ist sozusagen meine Homebase so ein bisschen. Und ich würde jetzt dann auch Schluss machen mit dem Streamchen, weil jetzt hat noch eine Stunde Medieval, weiß ich nicht, lohnt sich nicht. Ich wollte eigentlich heute 3 Stunden streamen. Dann nehme ich jetzt lieber ein bisschen Podcast noch auf. Auch mal kurz hier ein bisschen Werbung. Podcast jeden Freitag. 12 Uhr, knapp ein halbes Stündchen. Also perfekt für eine Mittagspause. Und wir sehen uns dann hoffentlich mal da am Podcast. Und morgen geht's weiter im Stream. Voraussichtlich ein bisschen Genshin und dann definitiv Medieval Dynasty.